So, zweimal Salat mit Sauce. Danke, nicht gut. Guten Appetit. Ja, danke. Ach so, und ich bekomme noch ein Wasser, bitte. Kommt sofort. Und? Wann soll das freudige Ereignis stattfinden? Ja, wir haben noch keinen Termin, aber möglichst bald. Heiratet im Sommer, da kann man draußen feiern. Ihr kommt doch, oder? Ich spreche nach wie vor nur für mich. Was mit Arno ist, Eure Paartherapie hat er doch zugestimmt. das glaube ich ihm erst, wenn er wirklich mitmacht. Ja, manchmal kann Papa sehr altmodisch sein. Du kennst ihn länger als ich. Ja, klar. Deswegen sind wir zurzeit auch nicht auf einer Wellenlänge. Lass mich raten. Ihm gefällt es nicht mit eurer Hochzeit. Er sagt, meine Liebe zu Carla sei eine sexuelle Verirrung. Männer. Mein Gott, die sind so simpel gestrickt. Vor allen Dingen, wenn Dinge nicht in ihr Weltbild passen. Er rückt auch nicht von seiner Meinung ab. Ach, was schert es dich? Lass ihn doch in dem glauben. Naja, er ist mein Vater. Aber wenn du dir sicher bist, dann kann Arno doch denken, was er will. So, Ihr Wasser, bitte schön. Dankeschön. Oder bist du dir nicht sicher? Und Arno hat am Ende recht. Letzte Nacht hatte ich Sex mit einem Mann. Na, im Traum. Ich habe geträumt, ich habe mit einem Mann geschlafen. Das war wunderschön. Hallo zusammen. Schön, danke. Danke, Nicole, ganz mitnehmen. Danke. Und, sind Sie schon aufgeregt? Ja. Vor allem aber, weil meine zukünftige anscheinend Geheimnisse vor mir hat. Stimmt doch gar nicht. Ah, dann sag mir doch mal bitte, warum du die ganze Zeit was von mir verheimlichst. Das kann ich nicht. Es ist eine Hochzeitsüberraschung. Nicht wahr? Ja, ich will euch dann mal nicht weiter stören. Die Arbeit ruft. Und wenn euer Termin feststeht... Dann sage ich dir Bescheid. Ja, bitte, mach das. Tschüss. Tschüss, tschüss. Eine Hochzeitsüberraschung also, ja? Wenn du weiter so bohrst, dann gibt's bald keine Überraschung mehr. Naja, ich finde es ganz schön überraschend, dass du plötzlich eine Überraschung für mich hast. Ich kann es kaum noch erwarten. Lass uns gleich heiraten. Jetzt? Ja. Dann sind wir endlich Frau und Frau. Ja, es wäre schon ganz schön verrückt, wenn das so schnell ginge. Ich habe mich beim Standesamt erkundigt. Wenn wir wollen, können wir nächste Woche schon heiraten. Sag mal, du kannst es gar nicht mehr abwarten, oder? Wie wär's, wenn wir hier im Neulimits feiern? Klein, aber fein? Lass mich mal überlegen. Dann lass uns hoch zu Gregor und fragen, was es kostet, wenn wir den Laden mieten. Nicole, hast du immer Zettel und Stift für mich, bitte? Ja, sicher. Danke. Bitte schön. Sag mal, was ist los mit dir? Was wir aufschreiben, können wir nicht vergessen. Warum denn eigentlich diese ganze Hektik hier? Wir wollen doch heiraten und nicht flüchten. Wir müssen den Termin festlegen. Wir brauchen Trauzeugen. Die Gästeliste ist wichtig. Was wollen wir eigentlich essen bei der Feier? Asiatisch oder normal? Ach, mein Vater hasst burmesische Küche. Habe ich ja noch gar nicht gesagt, dass er kommt. Geht's dir nicht gut? Was ist dir lieber? Ein DJ oder eine Band oder beides? Beides, ne? Susanne, Wenn dir eine von meinen Ideen nicht gefällt, dann sag was. Dann überlegen wir uns was anderes. das Problem sind nicht die Ideen. Hast du Muffensausen? Willst du mich nicht mehr heiraten? Natürlich will ich dich heiraten. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Gästeliste? Deine Hektik, deine Eile. Du kennst mich doch. Wenn ich was will, dann will ich sofort. Vielleicht willst du dir aber auch nur mit dem ganzen Stress hier selbst was vormachen. Was will ich mir denn vormachen? Keine Ahnung. Du bist schon den ganzen Tag so komisch. Vielleicht hast du ja Zweifel und versuchst, sie zu verdrängen. Oh, ich habe den Zucker vergessen. Putz doch noch die ganze Theke oder hilf Nicole beim Kellnern, bevor du mir eine Antwort gibst. Hm? Sag's doch bitte einfach. Du zweifelst an unserer Hochzeit. Nein, es ist nichts, wirklich. Kannst du dich noch an das Versprechen erinnern, was ich dir nach der Sache mit Paul gegeben habe? Keine Geheimnisse mehr und keine Lügen. Das ist das oberste Gebot in einer Beziehung. Vor allem in einer Ehe. Ich weiß. Also, wenn das nicht nur auf mich zutrifft, dann steht mir eine Erklärung zu. Findest du nicht? Doch. Also, was ist los?
Ich komme mir total blöd vor. Ach, warum denn? Vielleicht ist es übertrieben, dass ich mir so einen Kopf mache. Worüber denn? Ich hatte gestern Nacht einen komischen Traum. Wir haben uns getrennt, weil wir uns nicht entscheiden konnten, wer den Brautstrauß wirft? Nein. Ich hatte einen Traum, den ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ich hatte Sex. Ach, wie schrecklich. Mit einem Mann. Und es war verdammt gut. Ich verstehe wirklich nicht, warum dich dieser Traum so aus der Fassung bringt. Weil wir bald heiraten. Na und? Nimm mich jetzt endlich mal ernst. Das tue ich. Zufällig war ich schon mal verheiratet. Mit einem Mann. Und den größten Teil meines Lebens war ich hetero. Na super, dein Vater hat ja ganze Arbeit geleistet. Er hat dir unsere Ehe ausgeredet. Nein. Der Traum hat mich nachdenklich gemacht. Soll ich dir mal erzählen, was ich manchmal träume? Naja, besser nicht, sonst trennst du dich vielleicht noch von mir. Aber eins sage ich dir. Sex mit einem Mann war nicht nur einmal dabei. Echt? Ja. Und glaubst du, deswegen stelle ich plötzlich unsere Beziehung in Frage oder dass ich lesbisch bin? Reicht das oder muss ich noch mehr auffahren, um gegen deinen Traumtypen zu gewinnen? Siehst du, ein Traum ist nur ein Traum. Die Wirklichkeit ist doch viel schöner. Oder nicht? Diese Verträge hier, die müssen ganz schnell nach Neuss. Der Pförtner weiß Bescheid, er nimmt sie dann entgegen. Okay. Susanne? Ja. Alle Hochzeitszweifel beseitigt? Na, dein Traum. Hast du Carla davon erzählt? Ich habe mich total lächerlich gemacht. Carla sagt, so ein Traum hat überhaupt nichts zu bedeuten. Also ist es alles wieder in Ordnung. Klingt nicht so überzeugt. Doch, doch. Ist doch völlig absurd, eine Hochzeit deswegen in Frage zu stellen. Ja, und vielleicht habe ich den Traum auch nur viel zu ernst genommen, weil Papa mich in den letzten Tagen so verrückt gemacht hat. Sag mal, höre ich da ein großes Aber? Wenn er recht hat? Wenn meine Beziehung zu Carla wirklich nur eine Phase ist und ich mich tatsächlich wieder in einen Mann verliebe? Ich will Carla auf keinen Fall verletzen. Das klingt nicht nach alles wieder in Ordnung. Susanne, lass dir Zeit. Der Standesbeamte läuft euch nicht weg. Wahrscheinlich ist es völlig normal, dass ich Panik bekomme. Ich meine, so ein Eheversprechen soll ja auch für den Rest des Lebens gelten. Ja, das soll es. Und darum überleg dir genau, ob du dir vorstellen kannst, für immer mit Carla zusammen zu bleiben. Dein Herz wird dir schon sagen, welche Entscheidung die richtige ist. Susanne liebt Tiramisu. Das darf bei unserer Hochzeit auf keinen Fall fehlen. Wollen Sie denn auf dem Schloss feiern? Nein, bestimmt nicht. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir feiern. Auf jeden Fall soll es kein Spießrutenlauf werden, wie bei der Hochzeit mit Bernd. Also nur eine kleine Feier. Ja. Mit der ganzen Familie, den engsten Freunden, ohne Presse und sehr romantisch. War das zu viel? Hoffentlich kein Grund für den großen Krach kurz vor der Ehe. Nein, bestimmt nicht. Susanne ist einiges von mir gewohnt. Mit ihr ist es sehr unkompliziert. Nach Hannas Tod ist sie wirklich die erste Frau, mit der ich mir vorstellen kann, mein ganzes Leben zu verbringen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, das haben Sie sehr gut gemacht. Gut. Jetzt noch das Kakaopulver. Lassen Sie nur. Ich übernehme das schon. Danke. Stellen Sie das Tiramisu bitte in den Kühlschrank. Sobald Susanne kommt, soll es jemand vom Personalhof bringen. Hallo, da bist du ja schon. Hallo? Stehst du schon lange da? Einen Moment. Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Schmeckt's dir nicht? Doch? Über was grübelst du nach? Nichts, wieso? Weil du dein Tiramisu mit einem unglaublichen Enthusiasmus isst.
Manchmal denkt man zu viel nach, anstatt einfach zu leben, oder? Was kommt als nächstes? Du hast dich auf deine Liebe zu Männern besonnen und willst die Hochzeit abblasen? Jetzt warte doch mal. Manchmal macht es sogar richtig Spaß, nachzudenken, sich zu erinnern. Und als ich dich vorhin in der Küche beobachtet habe und du dir diese Strähne aus dem Gesicht gestrichen hast, das hat mich daran erinnert, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Als du zu mir ins Taxi gestiegen bist. Das war wie, als hätte man mich auf der Verliebtheitsskala ganz nach oben geschossen. Und heute bin ich ungefähr 100-mal verliebter in dich. Und was ist mit der Phase, für die es dein Vater hält? Ach, lass Papa reden. Wenn wir jetzt heiraten, das wäre die absolute Steigerung. Und ich frage mich, ob wir dann für unsere Umwelt überhaupt noch erträglich sind. Das weiß ich auch nicht. Aber es wird bestimmt immer schöner. Also mir sind richtig die Tränen gekommen, als sie ins Gefängnis musste. Dabei war sie doch völlig unschuldig. Aber es gab doch ein Happy End. Hallo, wir waren gerade im Kino. Das habe ich mir schon gedacht. Du hast deine Unterlagen tatsächlich hier vergessen. Ach, Gott sei Dank. Und wo waren Sie? Ja, sie lagen in der Küche. Na, wollt ihr mir ein bisschen Gesellschaft leisten? Ja, klar. Konstantin zieht es nämlich vor, den Abend mit ihrer Tochter zu verbringen und nicht mit mir. Ich habe in letzter Zeit auch nicht mehr sehr viel von ihr. Entschuldigung. Habt ihr euch abgesprochen? Von Lahnstein? Brandner? Polizei? Der Name des Kaufinteressenten? Wie, die haben dir den Zettel nicht weggenommen? Mission erfüllt. Ja, immerhin. Vielleicht kannst du so den Verkauf des Schlosses doch noch verhindern. Und was erzählst du deinem Vater? Was wohl? Die Wahrheit. Wenn er erfährt, dass du jetzt doch diese Tanja gegen Ansgar unterstützt, er schickt dich ins Internat. Johannes weiß sowieso, was ich in dem Maklerbüro wollte. Mit einer blöden Ausrede muss ich ihm gar nicht erst kommen. Keine Angst, er drückt schon noch mal ein Auge zu. Meinen Sohn aus einer Gefängniszelle abzuholen. Eine Erfahrung, die ich mir gerne erspart hätte. Diesmal habe ich echt Mist gebaut. Darüber reden wir später. Leider kann ich nur Konstantin mitnehmen. Unsere Mutter wird auch jeden Augenblick kommen. Irrtum. Sie hat Bescheid gesagt, dass sie euch erst morgen abholen will. Wenn du willst, kannst du dir meine Jacke auch noch drunter legen. Das bringt auch nichts. Mir tut morgen sowieso alles weh. Willst du denn gar nicht schlafen? Ich krieg sowieso kein Auge zu. Das ist das Letzte, das Susanne uns hier drin schmoren lässt. Irgendwie kann ich sie auch verstehen. Na toll. Dir ist ja wohl klar, dass du mir das Ganze eingebrockt hast. Lass ich mich bequatschen, auf Konstantin aufzupassen. Er ist auch dein Freund. Schwamm drüber. Das ist eine Sauerei, dass Susanne uns nicht abholt. Und ab morgen gibt's wahrscheinlich noch Hausarrest. Was Susanne mit mir macht, ist mir egal. Aber Konstantin. Meinst du, sein Vater schickt ihn jetzt doch in die USA? Glaube ich nicht. Der Graf wirkte eben doch ziemlich cool. Findest du? Jedenfalls ist er fairer als Susanne. Dabei hätte er eher Grund, Konstantin eine Nacht hier drin zu lassen. Auch wieder wahr. Sein Vater reißt ihm schon nicht den Kopf ab.